So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute beschäftigen wir uns mit der letzten der 4 Vorzugsaktien von MicroStrategy oder jetzt Strategy und zwar STRF oder auch genannt Strive mit F. Was sind hier wieder die Vorteile, die Nachteile und die grundlegenden Sachen, die man beachten muss? STRF hat eine garantierte Dividende von 10%. Bei den anderen Aktien ist das eben unterschiedlich. Das werde ich auch nochmal in einem zusammenfassenden Video machen. Aber hier ist einfach festgelegt 10% Dividende oder Zinszahlungen praktisch aufs Jahr gerechnet, ausgezahlt, einmal im Quartal. Jetzt, was ist hier der Vor- und Nachteil? Also der Nennbetrag ist auch ganz normal bei $100, kann sich aber mal steigen, mal fallen, sollte aber immer bei $100 liegen und zu dem Preis sollte auch die Aktie gehandelt werden. Und zwar jetzt die Dividende ist kumulativ mit Strafzinsen. Und zwar, also kumulativ hatten wir auch schon bei anderen Aktien, bei STRC zum Beispiel, aber noch nicht extrem diese Strafzinsen. Und zwar, das soll bedeuten, dass wenn jetzt mal Dividenden nicht gezahlt werden, ich habe das jetzt schon mehrmals in den anderen Videos erklärt, extrem unwahrscheinlich, ich weiß nicht, wann das vorkommen sollte, im Bärenmarkt, ja. Aber sollte wirklich jetzt mal im Bärenmarkt kein Cash mehr auf dem Konto von Strategy sein und Dividende nicht gezahlt werden können, dann wird sie kumulativ aufgeschoben. Das heißt, nehmen wir mal an, ein Jahr lang, was schon ziemlich lang wäre und unwahrscheinlich. Die Dividende wird nicht gezahlt, die 10% nicht. Dann heißt es hier, werden auf diese nicht gezahlten Dividenden Strafzinsen fällig, also nicht für dich, sondern für die Firma. Und die beginnen bei der regulären Rate von praktisch 10% und mit jedem weiteren Quartal, das ausfällt, steigen die um 100 Basispunkte. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die Strafzinsen steigen praktisch, je länger nicht gezahlt wird. Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, kann man wenn ein Jahr jetzt keine Strafzinsen gezahlt werden, kann man praktisch maximal 18% Zinsen erhalten, dann ausgezahlt im nächsten Jahr, im neuen Quartal oder im 5. Quartal dann. Das ist schon ziemlich viel. Das ist, ich wünsche es keinem, sage ich mal. Das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, dass man ein Jahr lang darauf wartet. Aber es geht hier praktisch wirklich, die Firma möchte zeigen, dass die Dividendenzahlungen, die sicheren, hier die höchste Priorität haben. Das ist auch, darum gibt es die Aktie auch, denn bei Liquidationen, bei Dividenden hat die Aktie STRF überall Vorteil. Also, neues Geld kommt rein, STRF-Aktionäre werden als allererstes ausgezahlt mit Dividenden. Die Firma geht pleite. Die Firma muss liquidiert werden, auch unwahrscheinlich. STRF-Aktionäre werden als allererstes ausgezahlt. Die bekommen mit 99% Wahrscheinlichkeit noch was ab von dem ganzen Kuchen, der dann liquidiert wird. Das ist das Ziel dieser Aktie, dass man hier eine wirklich sichere Rendite hat. Deswegen sind die Zinsen auch nur bei 10%, nicht extrem hoch, aber eben sichere 10% und mit den Strafzinsen können sie möglicherweise noch höher werden. Das heißt, man hat eine starke Absicherung gegen Zahlungsverzug. Das ist hier der eine Vorteil dieser Aktie, der genannt wird im Paper, und eben diese hohe Sicherheit bei einer Liquidation. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, die Aktie ist auch abhängig vom Bitcoin, von der Firma. Und das habe ich jetzt noch nicht gesagt, muss man aber auch betonen, wenn jetzt Strategy liquidiert wird. Aktuell zum Beispiel Bitcoins sind 58 Milliarden Dollar wert. Das ändert sich natürlich täglich. Schulden, also Kredite, die sie noch zurückzahlen müssen, sind 8 Milliarden Dollar wert. Das heißt, die Aktie notiert an der Börse mit einem Marktwert oder einer Marktkapitalisierung von 50 Milliarden Dollar. Ist praktisch deren Eigenkapital. Die Bitcoins sind zwar mehr wert, aber die Schulden haben sie ja auch noch. Das wird immer noch bedacht beim Kurs. Sollte jetzt liquidiert werden, meinetwegen, es werden nur noch 25 Milliarden Dollar aus der Liquidation geschaffen, weil der Bitcoin sich halbiert hat nochmal. Dann werden praktisch erst die Schulden abbezahlt,
diese 8 Milliarden, dann bleiben eben noch 13 Milliarden übrig, wenn ich jetzt richtig rechne. Nein, 17 Milliarden, sorry. 17 Milliarden. Und dann werden erst die STRF-Aktionäre bedient, dann die STRC-Aktionäre, also von den Vorzugsaktien. Dann kommt STRK, dann kommt STRD und dann kommen noch die Stammaktien, also die ganz normalen Anteilseigner. Genau, das ist jetzt praktisch hier der Hauptteil der Aktie. Würde ich die Aktie empfehlen? Jetzt haben wir alle 4 durchgesprochen. Ich habe gesagt, STRK ist für riskante Investoren, die auf den Bitcoin-Kurs setzen, aber einen Cashflow haben oder eine Sicherheit haben, falls der Bitcoin ausfällt. STRC ist für Leute, die einen sicheren Cashflow haben wollen und ja, also die sichere Dividende, aber die sichere Dividende ist eben variabel. Und STRF hat hier praktisch so eine Schnittstelle. Man kriegt wirklich sichere 10% plus die Strafzinsen. Es kann sein, dass man sie nicht sofort kriegt, aber Strategy hat ja nicht vor, die Dividenden nicht zu zahlen. Deren Interesse ist es ja, hier hohe Glaubwürdigkeit zu schaffen, wie eine Bank zu fungieren und den alten Banken praktisch eine Konkurrenz zu sein. Deswegen eben auch die Strafzinsen. Und es kann halt mal vorkommen, weil sie mit dem Geld sehr gut haushalten und das eigentlich direkt immer reinvestieren, dass sie mal nicht genügend Geld auf der hohen Kante haben. Also dass mal die Cash-Bestände wirklich vielleicht bei 100.000 Euro liegen oder Dollar eben und eben nicht bei ein paar Millionen. Gerade sind sie bei 2 Milliarden. Das reicht auf jeden Fall noch lange aus. Und sie erwirtschaften eigentlich auch, oder es kommt die ganze Zeit neues Geld rein durch Verwässerung der MSTR-Aktien, durch Verwässerung der Vorzugsaktien, die ich jetzt hier alle betont habe, durch Aufnahme neuer Kredite und durch das Tagesgeschäft, was sie auch noch haben, da kommt auch noch Geld rein. Und sonst, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Strategy vielleicht mal Bitcoins verkauft. Das, das wollen sie natürlich nicht und das wollen sie immer vermeiden. Und deswegen vielleicht auch dieser Zahlungsaufschub. Aber bevor sie jetzt wirklich komplett pleite gehen und ihre Dividenden gar nicht mehr zahlen können und alles, werden sie auf jeden Fall Bitcoin verkaufen, auch müssen von den Regulierungsbehörden her. Das wünsche ich nicht, dass es so weit kommt, aber hier gibt es wirklich noch viel Potenzial, was man bedenken muss. Auch durch diese ganzen Käufe, die sie machen, können sie den Bitcoin-Kurs ja auch selbst einigermaßen oder ein bisschen beeinflussen, weil sie kaufen praktisch ich weiß jetzt hier nicht die exakten genauen Zahlen, aber jeden Tag werden neue Bitcoins gemeint, kommen auf den Markt dazu. Aber allein schon die Nachfrage von Strategy, also das, was sie kaufen, liegt über den neu dazugekommenen Bitcoins. Das heißt, hier ist praktisch ein Angebotsdefizit schon allein durch diese eine Firma auf dem Bitcoin-Markt. Das heißt, ja, wenn es nicht Leute geben würde oder wenn es nicht mehr Verkäufer geben würde als Käufer zurzeit, dann würde der Preis nicht so stark fallen. Aber ja, das war es erstmal zu dem Video, zu STRK. Wenn ihr die anderen Videos auch noch sehen wollt, dann klickt mal unten in mein Profil rein. Ich habe euch die anderen Videos verlinkt. Und es kommt nochmal ein Zusammenfassungsvideo zu allen 4 Vorzugsaktien mit auch meinem Review nochmal. Genau, danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal.